Herzlich willkommen, Stier, auf meinem Kanal. Ich schaue heute mit den Tarotkarten, welche Botschaft ich jetzt eilen darf. Bitte beachte dabei auch den Mond sowie Venuszeichen und deinen Aszendent. Und jetzt ist immer dann, wenn du die Legung siehst. Ich ziehe dir auch zusätzlich eine Karte von den Botschaften der Engel, die sind von Sunny Love. Den Link zu den Karten bzw. den Link zu allen Karten, die ich verwende, findest du in der Kanalinfo und auch in der Infobox. Und bei Sunny Love gibt es noch bis 11. August minus 30% auf alles in ihrem Shop und da hast du auch die Möglichkeit, eine Sammelkarte zu ergattern. Also, legen wir los. Ich ziehe dir da eine Karte. So. Durchmischen noch ein wenig. So. Einmal, zweimal. So. Die ziehe ich dir, so, die lege ich gleich zum Engel und der anderen gebe ich weg. So. Also, für Stier bitte. Welche Botschaft soll Stier jetzt erreichen? Was soll und darf Stier jetzt wissen, bitte? No, wird der Engel gleich verdrängt vom Wagen. Kein Wunder, Wagen ist die schnellste Energie im Tarot. Hier, 7. große Arkana und im Unterdeck habe ich die 5 der Schwerter. Ja, Stier, du lässt Altes hinter dir. Warum? Weil mit dem Wagen, da geht man, also erstens repräsentiert der Wagen auch einen Umzug bzw. eine Reise oder generell auch das Auto. Ich glaube jetzt aber nicht, dass du Konflikte mit deinem Auto haben wirst, sondern du gehst hier weg von Altem und du siehst ja auch hier bei den 5 der Schwertern, der Mann schaut hier auf die Vergangenheit, diese Menschen wenden sich ab von ihm und der hat aber 3 der Schwerter in der Hand. Das ist diese Trennung, dieser Liebeskummer, dieser Herzschmerz. Ja, einfach Kummer und Sorgen. Und die 2 der Schwerter liegen ja hier, das ist eben die Unklarheit und die Ungewissheit. Und von dem wirst du weggehen, beziehungsweise bewegst du dich hier schon weg. Aber dadurch, dass hier der Wagen liegt, das kommt von außen. Also es wird dich hier irgendetwas ereilen, was dich dann von dieser Situation wegbringt. Und hier mit den 5 der Schwertern, das sind aber auch eben diese Ego-Kämpfe, diese Machtspiele, die eigentlich nichts bringen, weil das Kämpfe sind, die man nicht gewinnen kann. Und die nächste Karte wären ja schon die 6 der Schwerter und da bewegt man sich eben weg davon, man geht auf zu neuen Ufern und das wirst du auch machen. Einerseits vielleicht, weil du einsiehst, dass das Kämpfen nichts bringt in dieser Situation und auch dieser Kampf mit dir selbst vielleicht. Und auf der anderen Seite, weil du sagst, du bist einfach der Klügere und du möchtest deine Energie hier nicht in irgendwelche Situationen verschwenden, die dich nur Kraft kosten, aber die im Endeffekt nichts bringen, beziehungsweise die dich nicht weiterbringen. Und hier mit dem Wagen, aber auch mit den 5 der Schwertern, bist du eben auch so ein wenig aufgerufen. Hier beim Wagen geht es ja auch so wie bei der Hohen Priesterin zum Beispiel. Du siehst ja hier die schwarze und die weiße Sphinx und es geht hier darum, dass man die Gegensätze vereint. Also eben Gedanken, Mitgefühle und dass du siehst ja auch hier, das ist alles in der Mitte, dass du mehr in deiner Mitte ankommst. Und der Wagen, der hat ja auch keine Zügel, weil die Gedanken lenken diesen Wagen. Und hier geht es eben auch darum, dass du dein Leben mit deinen Gedanken bestimmst. Wenn du negativ denkst, dann wird das auch dann negativ enden. Also im Sinne von, dein Projekt wird dann auch negativ. Wenn du sagst, das wird ohnehin nichts, na dann wird es auch nichts, weil du dem Ganzen ja keine Chance gibst, beziehungsweise wenn man ständig negativ denkt, und damit meine ich wirklich, wenn man in dieser Energie ist, in dieser Mangelenergie, dann zieht man sich diesen Mangel ja auch an. Und langfristig gesehen zieht man sich ja da kein positives Leben an, sondern im Gegenteil ein Leben mit vielen Hindernissen und Schwierigkeiten. So. Na, das ist... da kommst du. Und vielleicht geht es bei dir wirklich auch um einen Umzug. Und das ist etwas, das du schon lange geplant hast. Es kann hier auch ums Auswandern gehen. Es ist halt, ja, du bewegst dich hier auf jeden Fall von etwas Altem fort. Und ich habe hier die Nullerkarte, das ist der Narr. Und beim Narren geht es bei mir immer darum, dass man sich auf einen Neubeginn vorbereitet. Das ist noch nicht der Neubeginn per se,
sondern man möchte jetzt loslassen und man muss sich ja erst befreien von alten Dingen, alten Situationen, Menschen, wie auch immer, damit man vorwärts gehen kann. Ich kann ja nicht den ganzen alten Ballast in etwas Neues reinbringen, da ist ja nichts Neues daran. Das ist dasselbe Schmarrn in neuen Gewändern. Und ich habe einfach den Eindruck, dass wenn du deine Gedanken in die richtige Richtung lenkst, in etwas Positives, beziehungsweise auch in Richtung deiner Wünsche, weil du siehst ja auch hier den Stern und der steht eben auch für das 17. große Arkan und das ist der Stern, das ist die Wunscherfüllung, das ist auch so diese prominenten Karte, dass du vielleicht irgendwie berühmt wirst, auch wenn es jetzt nur in deiner eigenen Gemeinde ist, aber hier eben auch mit dem Narren, du wirst mit leichtem Gepäck reisen, du machst dir einfach Gedanken darüber, was nicht mehr in dein Leben passt und was und wie viel du wirklich zum Leben benötigst, um glücklich zu sein, aber auch um überleben zu können, jetzt übertrieben gesagt. Aber was brauchst du wirklich und was brauchst du, um jetzt zum Beispiel dich in deiner Wohnung oder in deinem Haus wohlzufühlen oder angekommen zu fühlen. Und du siehst ja auch hier gelb und beim Gelben geht es einfach auch um die Freiheit. Es geht nicht nur um die Spiritualität, sondern einfach frei zu sein und der Narr, der tänzelt ja am Abgrund, weiß nicht, was da unten ist, der hat einfach das Vertrauen, dass es weitergeht und dass es positiv weitergeht. Also vielleicht bist du hier wirklich dabei, deine Gedanken neu zu sortieren, damit es einfach leichter wird und dass du auch hier zum Erfolg kommst, weil der Wagen, der steht auch für Erfolg und du hast hier den Hinweis auf den 19. große Arkan und das ist die Sonnenkarte und die steht ja ebenfalls für Erfolg. So, die lege ich jetzt wieder rein, das sind 3 Karten und der Herrscher, der hat sich jetzt ohnehin schon gezeigt und jetzt haben wir 3 große Arkane und hier mit dem Herrscher ist die 4. große Arkana. Also, du wirst hier Struktur und Ordnung in dein Leben bringen. Du willst einfach wieder gerade Bahnen haben, du möchtest kein Chaos mehr, du möchtest einfach eine Struktur überhaupt als Erdzeichen, so Chaos oder da nicht wissen, was kommt morgen. Ich meine, ja, wir alle wissen nicht, was kommt morgen, aber die meisten wissen wenigstens von sich, dass sie am Montag wieder arbeiten gehen, um keine Ahnung 7 Uhr, dass sie die Kinder zur Schule bringen müssen. Gut, nein, es sind Ferien, aber du weißt, was ich meine. Du möchtest hier einfach eine gewisse Sicherheit haben, auch mit dem Herrscher. In Kombination die 2 Karten, der Narr und der Herrscher, dass du eben auch weggehst von irgendwelchen starren Vorstellungen und auch starren Strukturen, sondern dass du hier ein wenig flexibler bist. Dass du zwar Ordnung haben möchtest, aber dennoch nicht so starr oder so stur daran festhältst. So, und liebestechnisch, hier der Wagen, hier der Herrscher, dazwischen liegt die Herrscherin. Du wirst jemanden finden oder vielleicht ist diese Person schon in deinem Leben, der dir ebenbürtig ist. Der Herrscher, der vereint alle Könige, das heißt den Stab, der ist attraktiv, der weiß, was er will. Den Schwerterkönig, der geht analytisch vor, der ist intelligent, der hat Pläne. Den Kelchkönig, der ist emotional intelligent, auch feinfühlig und auch vor allem emotional reif und eben auch König der Münzen. Der hat sich etwas aufgebaut, der ist bodenständig, der ist ehrlich und der möchte einfach auch etwas Langfristiges haben. Und hier mit der Herrscherin, das bist du, du vereinst alle Königinnen. Und das bist du für diesen Mann. Kann vom Tierkreiszeichen her wieder sein, kann, muss aber nicht. Der sieht dich als extrem weiblich an. Für den bist du attraktiv, für den bist du klug und intelligent und auch unabhängig. Der weiß, dass du mit einem Mann nur zusammen bist, weil du mit einem Mann zusammen sein willst und nicht, weil du das brauchst oder musst. Und der findet dich als sehr feinfühlig und auch als sehr kreativ und intuitiv. Und der möchte hier mit dir vorwärts gehen. Mit dem Wagen kann das ganz rasch kommen und vielleicht ist das auch für dich ein Neuanfang in der Liebe. Etwas Leichtes oder vielleicht einmal etwas, das auf Augenhöhe passiert und nicht, wo du irgendwie unten bist oder er ist unter dir, wie auch immer, sondern einfach ein Geben und Nehmen auf Augenhöhe im Einklang auf jeden Fall. Und ein Herrscher, der zeigt dir auch, was du ihm wert bist. Bei dem kannst du Frau sein, einfach du selbst. Der nimmt dir Dinge ab, der weiß, dass du die alleine machen könntest, der möchte dir aber helfen, weil er dir auch zeigen will, dass du das nicht alleine machen musst. So. Ein letzter Impuls für Stier, bitte. So. Das sind gute Karten, da kann sich keiner drüber verregen, Stier. So, gut, das sind zu viele.
Aber eine Karte für Stier, bitte. Gut, na dann sind's. Schau, 7 der Stäbe und ich habe hier den Eremit, 9. große Arkana. Also, der wird hier einerseits den Mut aufbringen, auf dich zuzukommen. Im Moment ist er noch in der Zurückhaltung, der sucht nach Antworten, warum auch immer. Also vielleicht weiß er nicht, wie er auf dich zugehen kann oder wie es da liebestechnisch bei dir aussieht. Oder der hat im Moment noch Probleme. Ich habe ja hier die Stäbe und die 7 der Stäbe sind auch, man muss sich irgendwie verteidigen. Und es kann bei ihm einfach sein, dass es noch Herausforderungen gibt, die er zuerst meistern möchte und dann ist er frei für dich und er möchte hier auch als gereifte Person zu dir kommen, also nicht irgendwie im Clinch mit jemandem noch liegen und da zwischen Tür und Angel kommt er dann auf Stier zu. Das möchte er eben nicht, weil er ist ein Herrscher und er regelt seine Dinge und dann widmet er sich den Nächsten. Und für dich heißt das einfach, dass du vielleicht auch den Mut haben solltest, für dich einzustehen. Vielleicht hast du irgendwelche Leute oder Situationen, wo du dich eben dauernd rechtfertigen musst. Und du musst dich aber im Endeffekt nicht rechtfertigen. Du kannst dich hier mit dem Eremit auch einfach davon zurückziehen. Du bist niemandem Rechenschaft schuldig. Du kannst dein Ding machen. Wenn du sagst, ich möchte, keine Ahnung, auswandern, umziehen, wie auch immer, dann mach das einfach. Das ist ja dein Leben und du musst wissen, wie du das am besten verbringst. Aber der wird hier auf dich zukommen, auch du bist seine Wunscherfüllung, du hast ja hier auch wieder den Hinweis auf den Stern und der fragt sich vielleicht einfach, wie kann er das Ganze mit dir ermöglichen, damit er auch von Anfang an eine Chance haben kann, damit du das Ganze nicht ablehnen kannst. So, jetzt decken wir die Karte noch auf. Gib nicht auf, na schaust dir. Also, wie gesagt, wenn du hier in irgendeiner Mangelsituation bist, vollkommen egal, ob das jetzt die Gedanken sind, die dauernd negativ sind oder wenn du überhaupt dauernd grübelst, dann versuche rauszugehen davon, konzentriere dich auf das Positive, konzentriere dich auf das, was du hast und nicht auf das, wo du der Meinung bist, dass es dir im Moment fehlt, weil das ist auch so dieser Mangel. Wenn du hier wirklich Situationen hast, die herausfordernd sind, dann ist eben hier der Aufruf von den Engeln, gib nicht auf, sie sind bei dir, das Universum ist bei dir. Und was dir auch helfen kann, ist, dass du in die Stille gehst, dass du vielleicht ein wenig meditierst, in die Natur gehst, einfach deine Ruhe hast und die Ruhe haben heißt ja auch oft einfach, sein Handy auszuschalten und einmal einfach das zu machen, was man machen möchte. Es geht auf jeden Fall bergauf, gib die Hoffnung nicht auf und geh einfach deinen Weg weiter. Also, in diesem Sinne bin ich nun am Ende der Legung angelangt. Wenn du damit in Resonanz gehst, dann freue ich mich über deinen Kommentar bzw. Feedback und ansonsten wünsche ich dir alles Liebe und bis bald.